Heute gibt es ein weiteres Interview von Peter Lynch. Wie kann ich 30% Rendite im Jahr erzielen und das auf simple Art und Weise? Wir werden uns die wichtigsten Aktientipps und Börsentipps von ihm ansehen. Es gibt auch wieder sehr viele Erkenntnisse für diejenigen, die vielleicht nichts mit der Börse zu tun haben. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Es lohnt sich und wie immer abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und wir starten direkt mit dem Interview. I don't know what you're supposed to do with this gavel. I've never had one of these things before. I'm going to try and say some words on the things I've used over the years when I was an amateur, when I ran Magellan, I still use today. I think they make sense. I think they make a lot of sense for investors, and I frankly think it's a tragedy in America that the small investor has been convinced by the media, the print media, the radio, the television media, that they don't have a chance. The big institutions with all their computers and all their degrees and all their money have all the edges, and it just isn't true at all. And when they're convinced, when this happens, when this occurs, people act accordingly. When they believe it, they buy stocks for a week, and they buy options, and they buy the Chile fund this week, and next week it's the Argentina fund, and they get results proportionate to that kind of investing. And that's very bothersome. I think the public can do extremely well in the stock market. Schon mal der erste Punkt, also das kann man auch im echten Leben sehen, wenn ich eine Erwartung habe und einen Glaubenssatz, dann wird er auch eintreffen. Wenn ich sage, die Welt ist böse und habe diesen Glaubenssatz verankert, dann werde ich immer wieder Argumente finden, die genau diesen Glaubenssatz bestätigen. Und er sagt, wenn einem damals oder auch in der heutigen Zeit immer wieder auch von Banken oder generell auch von der Finanzindustrie gesagt wird, oh, das ist alles kompliziert und man braucht heiße Börsentipps, man braucht einen Experten, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und gegen die Großen da oben hat man überhaupt keine Chance, dann wird man auch dementsprechend agieren, wie er hier das Ganze auch beschreibt, Herr Lynch, und das muss man ganz klar sagen, es ist sogar so, dass Kleinaktionäre einen extremen Vorteil gegenüber den institutionellen Anlegern haben, weil du musst dich keinem rechtfertigen oder irgendwelche Argumente liefern, warum du was machst, du musst es einfach nur vor dir begründen können und das vergessen viele. Aktiv gemanagte Fonds müssen immer wieder Regeln beachten, können beispielsweise nur in Aktien mit einer sehr hohen, guten Bewertung investieren, müssen Cash halten in einer gewissen Form und das ist natürlich auch nicht immer einfach und schön, wenn es eben manchmal turbulente Börsenphasen gibt. Also dementsprechend ganz klar, lass dich da nicht unterbekommen von der öffentlichen Meinung, dass das nur für intelligente Menschen ist, die Börse oder beispielsweise sehr, sehr schwierig. Das stimmt einfach nicht. On their own. I think the fact that institutions dominate the market today is a positive for small investors. These institutions push stocks on usual lows, they push them on usual highs. For someone that can sit back and have their own opinion, know something about the industry, this is a positive. It's not a negative. So that's what I want to talk about. And the single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. I mean, that's the only reason. That's the only reason they own it. And if you can't explain, I'm serious, you can't explain to a 10-year-old in 2 minutes or less why you own a stock, you shouldn't own it. And that's true. Und da haben wir eine sehr, sehr schöne deckungsgleiche Argumentation zu Warren Buffett. Auch er ist der Meinung, nur in das investieren, was du auch wirklich kennst. Also wo du das Geschäftsmodell selbst einem 10-Jährigen in 2 Minuten erklären könntest oder auf einen Bierdeckel schreiben könntest. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn es um irgendeine Hypertechnologie geht oder eben auch ein Geschäftsgebiet, wo du dich überhaupt nicht auskennst, dann Finger davon lassen. Und er gibt jetzt gleich nochmal ein richtig schönes Beispiel, wo es, glaube ich, auch klar wird, wie gefährlich das auch sein kann. I think about 80% of people that own stocks. And this is the kind of stock people like to own. This is the kind of company people adore owning. This is a relatively simple company. They make a very narrow, easy to understand product. They make a 1 megabit SRAM, CMOS, bipolar risk, floating point data I/O array processor, with an optimizing compiler, a 16 dual port memory, a double diffused metal oxide semiconductor monolithic logic chip with a plasma matrix vacuum fluorescent display. It has a 16-bit dual memory,
It has a Unix operating system, 4 whetstone megaflop polysilicon emitter, a high bandwidth, that's very important, 6 gigahertz, double metallization communication protocol, an asynchronous backward compatibility, peripheral bus architecture, 4-wave interleave memory, a token ring interchange backplane, and it does it in 15 nanoseconds of capability. Now, if you own a piece of crap like that, you will never make money. Never. Somebody will come along with more. Und gerade auch in der jetzigen Zeit, wo sehr, sehr viele Technologieunternehmen, die überhaupt keine Gewinne machen, an die Börse kommen, ist das Gold wert, sich an diese Regel zu halten. Weil wenn du das Geschäftsmodell nicht verstehst, bist du immer davon abhängig, ob das Vertrauen da ist, ob die wirklich auch die Wahrheit erzählen, weil es einfach ein Thema ist, wo nur sie anscheinend wissen, wie es funktioniert, und das ist immer brandgefährlich. Das ist ähnlich wie auch bei Kryptowährungen, wo viele dann eben auch sagen, okay, man muss IT studiert haben und auch das wirklich nachvollziehen. Erst dann weiß man den Wert von Bitcoin. Das ist mindestens genauso gefährlich wie mit diesen Aktien. Wer es nicht versteht, sollte die Finger davon lassen, und das ist mit eines der wichtigsten Regeln. Und ich finde, Warren Buffett hat ja auch mit Coca-Cola, mit McDonald's 2 absolute Bestbeispiele für diese Strategie, wie er sie selber auch umsetzt, weil das Geschäftsmodell von McDonald's kann jeder 1:1 verstehen, und das ist auch das Schöne, du musst dich immer wieder fragen, wenn ein schlechter Mensch an die Macht von diesem Unternehmen kommt, funktioniert dann das Geschäftsmodell? Ja oder nein? Bei dem, was er gerade hier beschrieben hat, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Bei McDonald's oder bei Coca-Cola, das sind gute, einfache Geschäftsmodelle, wo selbst, ich sag mal, der größte Idiot das Ganze leiten könnte. Natürlich ist es auch jetzt nicht unbedingt eine 100% Garantie, aber es ist zumindest wahrscheinlicher als bei Unternehmen, die selbst von dir in 2 Minuten nicht verstanden werden können. More whetstones or less whetstones or a bigger megaflop or a smaller megaflop. You won't have the foggiest idea what's happened. And people buy this junk all the time. I made money in Dunkin' Donuts. I can understand it. When there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there and people were still there. I didn't have to worry about low-priced Korean imports. I mean, I just didn't have, I can understand it. And you laugh, I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single. Ich finde, er beschreibt hier auch richtig schön, dass eben eine Aktienstrategie nicht kompliziert sein muss. Mit Dunkin' Donuts ist ein einfaches Konzept, die Leute mögen das Ganze, es funktioniert in Amerika, und er hat damit das 10- oder 15-fache seines Geldes verdient. Und das ist mit eines der Phänomene, mich würde es mal interessieren, kennst du auch in deinem Bekanntenkreis diejenigen, die eben vollkommen unbekannte Aktien, irgendwelche Penny Stocks in ihrem Depot haben? Schreib es mal gerne in die Kommentare, weil ich kenne sehr, sehr viele, die sich irgendwelche unbekannten 0815 Unternehmen reingekauft haben in der Hoffnung, schnell Geld zu verdienen. Und hier sagt er das ganz klar, mit beständigen Unternehmen kann man langfristig gesehen sehr, sehr gutes Geld verdienen. Es ist zwar vielleicht langweiliger, als eben irgendeinen heißen Stock zu kaufen, der jetzt momentan von allen Mainstream-Medien gehypt wird, als beispielsweise eben McDonald's oder Coca-Cola zu kaufen, aber langfristig gesehen hat man damit einfach die besseren Karten gehabt. My money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. And it bothers me that people are very careful with their money. The public, when they buy a refrigerator, they get a Consumer Reports, they buy a microwave oven, they do that. They ask people what's the best kind of radar range or what kind of car to buy. They do research on apartments. When they go on a trip to Wyoming, they get a mobile travel guide, or California. When they go to Europe, they get the Michelin travel guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions and program trading. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet, and that's what you get for it. And that's Das ist auch generell im Leben so, also es hört sich jetzt auch wieder überheblich an, aber es ist ja genau so, wie oft hört man, ja, die Politiker sind schuld oder die da oben sind schuld. Man ist immer selbstverantwortlich in erster Linie. Natürlich
man kann einen Grundrahmen auch von äußeren Faktoren erkennen und der ist auch wichtig, aber gerade bei Aktien, du solltest nicht den Fehler machen, die institutionellen Anleger daran schuldig zu machen oder schuldig zu sprechen, weil du weniger Erfolg hast. Du bist selbstverantwortlich, welche Aktien du kaufst und das ist ja auch wieder eine schöne Sache, diese Freiheit zu besitzen, selber zu entscheiden, welche Aktienstrategien du verfolgst und deswegen sagt er auch ganz klar, wenn man irgendwelchen institutionellen Anlegern vertraut und Fondsmanager ihnen das Geld anvertraut, dann muss man eben auch da, gibt man die Verantwortung ab und muss sich eben nicht wundern, wenn es eben auch mal schief gehen kann. Und deswegen immer die Geldangelegenheiten selbstständig behandeln, sich selbst informieren, wirklich auch eigenständige Recherche betreiben, ja, und eben nicht von Mainstream-Medien einfach nur belatschern lassen, beziehungsweise zu konsumieren und dann schnell mal eben eine Aktie zu kaufen. Das geht oftmals nach hinten los. That's what we're being driven to, and it's self-fulfilling. The public does terrible investing, and they say they don't have a chance. It's because that's the way they're acting. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict interest rates. I mean, if anybody would predict interest rates right 3 times in a row, they'd be a billionaire. Considering there's not that many billionaires on the planet, it's very, I had logics, I had a syllogism and studied these when I was at Boston College. There can't be that many people who can predict interest rates because there'd be lots of billionaires. And no one can predict the economy. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, Prognosen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt zwar Wahrscheinlichkeiten, die man abwägen kann, die man diskutieren kann, was funktionieren wird, was nicht funktionieren wird, aber wie er es schon beschreibt, wenn wir die Zukunft vorhersehen würden, dann wären wir schon längst Milliardäre und deswegen solltest du dich immer wieder auf die Fakten konzentrieren aus der Vergangenheit. Was war denn in der Vergangenheit der Fall? Und das ist mit eines der größten Lehrmeister, die wir haben, wie es in der Vergangenheit war. Es ist kein Indikator, wie es dann in der Zukunft sein muss, aber, und er sagt ganz klar, es ist eben kein Glücksspiel und das hört man von Kritikern sehr oft nach dem Motto, ja, es ist ja im Endeffekt nur Glückssache, welche Aktien man kauft, dementsprechend, darauf lasse ich mich nie ein. Du musst immer wieder sagen, warum sind noch nicht so viele Leute erfolgreich mit der Börse oder mit Aktien, weil sie sich einfach damit noch nicht wirklich beschäftigt haben. Das ist eigentlich der einzige Punkt. Sie glauben diesen Satz, dass man im Endeffekt Experte sein muss und sich gut auskennen muss und das ist grundlegend falsch. Jeder kann mit relativ wenig Geldeinsatz breit gestreut nicht wirklich viel falsch machen, gerade auch mit einem MSCI World ETF-Sparplan, wo du weltweit in alle Aktien investierst. Das ist vielleicht jetzt nicht die Strategie, wie Warren Buffett sie umsetzt, also sich Einzelaktien herauszusuchen, aber selbst da hat man in der Vergangenheit immer wieder auch gute Renditen erzielen können, trotzdem es immer wieder auch Krisen und große Crash-Situationen gab. I had a lot of people in this room were around in 1981 and 82 when we had a 20% prime rate with double-digit inflation, double-digit unemployment. I don't remember anybody telling me in 1981 about it. I didn't read, I studied all this stuff. I don't remember anybody telling me we're going to have the worst recession since the Depression. So what I'm trying to tell you, it'd be very useful to know what the stock market's going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average a year from now would be X, that we're going to have a full-scale recession, or interest rate's going to be 12%. That's useful stuff. You never know it, though. You just don't get to learn it. So I've always said, if you spend 14 minutes a year on economics, you've wasted 12 minutes. And I really believe that. Now, I have to be fair. I'm talking about economics on the broad scale, predicting the downturn for next year or the upturn or M1 and M2, 3B and all these M's. I'm talking about economics to me is when you talk about scrap prices. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own hotel stocks, I want to know what hotel occupancy is about. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts. If aluminum inventories go down 5 straight months, that's relevant. I can deal with that. Home affordability, I want to know about. When I own
Fannie Mae, or I own a housing stock. These are facts. They're economic facts and it's economic predictions. And economic predictions are a total waste. And interest rates, Alan Greenspan's a very honest guy. He would tell you that he can't predict interest rates. He could tell you what short rates are going to do in the next 6 months. Try and stick them on what the long-term rate will be 3 years from now. They'll say, I don't have any idea. So how are you, the investor, supposed to predict interest rates if the head of the Federal Reserve can't do it? So I think that's, but you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years of century. Jetzt kommt eine richtig interessante Stelle auch für diejenigen, die immer Angst vor einer Krise haben. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means, that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. Und hier ist genau dieser Punkt. Also wenn du mit Verlusten nicht umgehen kannst, dann ist die Börse definitiv nichts für dich. Aber er sagt ja auch selber, er gibt das wichtigste Argument. 50 Mal kam es zu Rückschlägen von 10% oder höher. Und trotzdem haben wir langfristig gesehen eine sehr, sehr starke Performance gehabt. Mit Aktien, mit Wertpapieren, mit guten Unternehmen, die eben langfristig auch Bestand haben. Und wenn man jetzt auch das nochmal rückblickend betrachtet und auf die Zukunft prognostiziert, eigentlich das, was wir nicht machen sollten, aber er sagt es ja auch, wir müssen uns in der Zukunft auch darauf einstellen, dass es immer mal wieder crashen wird, dass es immer mal wieder eine Krise geben wird. Wenn es jetzt nicht der komplette Weltuntergang ist, kann man sagen, wer Zeit mitbringt und diese Verluste aussitzen kann, der hat mit Aktien nie verkehrt gelegen, beziehungsweise konnte sich hier immer wieder eine bessere Rendite erzielen, als sowieso das Geld einfach nur auf dem Girokonto zu lassen. Denn das ist momentan überhaupt keine Alternative. You like a stock at 14, it goes to 6? That's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific, 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be people tell you about it after the fact that they predict. Und da sagt er auch nochmal, wir wissen zwar nicht, wann die Krise kommt, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Wir haben auch schon mal ein Video in ähnlicher Art und Weise gemacht, wo wir dir gesagt haben, wenn du dich jetzt schon in einer Phase, der Boomphase befindest, beziehungsweise es neue Allzeithochs gibt, mach dir schon mal Gedanken, welche Unternehmen würdest du in einem Crash nachkaufen? Welche Unternehmen haben ein richtig gutes Geschäftsmodell, sind sehr innovativ und würdest du gerne günstig nachkaufen? Und dann kannst du in einer Crash-Situation viel besser agieren, als wenn du dir dann erst Gedanken machst, oh, jetzt sind alle Aktien gefallen, welche soll ich jetzt kaufen? Und dann gibt es wieder einen Informationen-Overload und oftmals, und das hat man auch in der vergangenen Krise im letzten Jahr gesehen, hat man dann vielleicht vergessen einzukaufen und deswegen mach dir vorher schon Gedanken, welche Aktien möchtest du günstig kaufen, wenn es mal kriseln sollte, und dann haben wir auch schon ein Video dazu gemacht, man sollte sich immer wieder einen risikolosen Teil im Depot halten, ob du den jetzt in Anleihen investierst oder ob du den wirklich auf dem Konto lässt oder vielleicht auch in Gold sogar investierst, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn eben so eine Korrektur kommt und du dann Barreserven hast, um auch nachkaufen zu können, ist das Ganze sehr interessant. Wobei es auch da wieder unterschiedliche Meinungen gibt. Gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben. Viele sagen auch, es ist fast egal, wann du investierst. Also du kannst jetzt sogar das gesamte Geld investieren und selbst wenn morgen der Crash kommt, hast du langfristig trotzdem gute Karten. Wir persönlich halten uns trotzdem immer wieder ein wenig Liquiditätsreserve, falls es mal kriseln sollte, dass du günstig nachkaufen kannst. Bei einem Sparplan hast du ja sowieso den Cost-Average-Effekt, also da hast du nicht das Problem, weil du kaufst ja, wenn die Kurse schwächer sind, mehr Anteile nach und wenn sie höher stehen, kaufst du weniger Anteile nach. Das heißt, das ist eine super antizyklische Strategie, die man langfristig verfolgen kann. Predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. So I think that's the key element. Another key element is that you have plenty of time. People are in an unbelievable rush to buy a stock.
I'll give you an example of a well-known company. Walmart went public in October of 1970. 1970 went public. Already had a great record. It had 15 years performance, great balance sheet. You could have waited 10 years saying you're a very conservative investor. You're not sure this Walmart can make it. You want to check. You see them operate in small towns. You're afraid they can only make it in 7 or 8 states. You want to wait till they go to more states. You keep waiting. You could have bought Walmart 10 years after they went public and made 35 times your money. If you bought it when they went public, you would have made 500 times your money. But you could have waited 10 years after Walmart went public and made over 30 times your money. You could have waited 3 years after Microsoft went public and made 10 times your money. Now, if you knew something about software, I know nothing about software. If you knew something about software, you would have said, these guys have it. I don't care who's going to win, Compaq, IBM. I don't know who's going to win Japanese computers. I know Microsoft, MS-DOS is the right thing. You could have bought Microsoft. Again, I'm repeating myself, stocks are not a lottery ticket. There's a company behind every stock. And you can just watch it. You have plenty of time. People are in an amazing rush to purchase a security. They're out of breath when they call up. You don't need to do this. It's you need an edge to make money, too. People have incredible edges, and they throw them away. I'll give you a quick example of SmithKline. This is a stock that had Tagamet. Now, you didn't have to buy SmithKline when Tagamet was doing clinical trials. You didn't have to buy SmithKline when Tagamet was talked about in the New England Journal of Medicine or the British version, Lancet. You could have bought SmithKline when Tagamet first came out, a year after it came out. Let's say your spouse, your mother, your father, you were a nurse, you're a druggist, you're writing all these prescriptions. Tagamet was doing an amazing job of curing ulcers, and it was a wonderful pill for the company because if you just stopped taking it, the ulcer came back. See, it would have been a crummy product that you took it for $1 and it went away, but it was a great product for the company. But you could have bought it 2 years after the product was on the market and made 5 or 6 times your money. I mean, all the druggists, all the nurses, all the people, millions of people saw this product. And they're out buying oil companies, or drilling rigs, It happens. And then 3 years later or 4 years later, Glaxo, even a bigger company, it's a huge company, a British company, brought out Zantac, which was a better, at that time, an improved product. And you could have seen that take market share, do well. You could have bought Glaxo and triple your money. So you only need a few stocks in your lifetime. They're in your industry. I think of people, if you'd worked in the auto industry, let's say you're an auto dealer the last 10 years, you would have seen Chrysler come up with a minivan. You've seen, if you're a Buick dealer, a Toyota dealer, Honda dealer, you would have seen the Chrysler dealership packed with people. You could have made 10 times your money on Chrysler a year after the minivan. Ford introduced the Taurus Sable, the most successful line of cars in the last 20 years. Ford went up 7-fold on the Taurus Sable. So if you're a car dealer, you only need to buy a few stocks every decade. When your lifetime's over, you don't need a lot of 5-baggers to make a lot of money starting with 10,000. Und hier sind genau auch nochmal 3 wichtige Punkte. Der erste Punkt, du brauchst einen Vorteil, um an der Börse Geld zu verdienen. Streiten sich natürlich die Geister, weil durch das Internet kann man sich überall diese Informationen beschaffen und natürlich ist sie auch frei zugänglich, diese Information für alle Marktteilnehmer. Aber was er eben anspricht, was ist dein Beruf? Also wo arbeitest du? Und wenn du beispielsweise Autohändler bist, dann hast du ja auch schon mal eine gute Einschätzung, okay, welche Autos sind vielleicht qualitativ sehr, sehr gut? Wo gibt es sehr, sehr gute Kundenerfahrungen? Und das sollte man auch für die eigenen Aktienkäufe nutzen. Und er sagt selber, man braucht nicht Tausende von Einzelaktien, um erfolgreich an der Börse zu sein. Es reicht einfach, wenn du wirklich die guten Unternehmen hast, eine Handvoll Unternehmen, von denen du wirklich überzeugt bist, wo du alle Informationen auch aufgesogen hast wie ein Schwamm. Und mit denen hat man, und das ist der dritte Punkt, langfristig immer die besten Chancen gehabt. Und das ist mit eines auch der Abschlusspunkte. Wir werden einen zweiten Teil hier zu machen, also deswegen abonnieren und auch die Glocke aktivieren, denn der zweite Teil kommt morgen beziehungsweise in ein paar Tagen hier auf dem Kanal und da werden wir uns den restlichen Teil dieses Interviews ansehen. Das sind aber wichtige Erkenntnisse auch gewesen, langfristig zu investieren. Er sagt, auf 10 oder 15 Jahressicht hat man sein Geld teilweise verdreißigfacht und diejenigen, die ihm gewartet haben, haben viel an Rendite
verloren, weil die einfach diesen Zug verpasst haben. Mich würde es interessieren, welche Gedankengänge fandest du besonders interessant? Lass uns gerne mal in den Kommentaren diskutieren und abonniere den Kanal. Wir reagieren hier regelmäßig auf neue Interviews von Warren Buffett, von den Investmentlegenden da draußen und dementsprechend sehen wir uns hier bei einem weiteren Video auf dem Erfolgskanal.